Herzlich willkommen beim Ecom Videocast im Mai. Na, seid ihr alle ordentlich entspannt? Es ist Golden Week, ihr müsst eine Weile nicht arbeiten oder nicht zur Schule oder zur Uni gehen. Ich freue mich sehr, dass ich die Golden Week in Japan genießen kann und mich entspannen kann, vielleicht einen kleinen Ausflug machen kann. Ja, vielleicht höre ich ja von euch im Unterricht, was ihr so gemacht habt in der Golden Week. Ich möchte euch heute wieder 2 Themen vorstellen. Und zwar einmal im Season Talk möchte ich euch über die Maibaum- und Maitanztradition in Deutschland etwas erzählen. Und im Culture Talk möchte ich euch die japanische Kultur in Deutschland vorstellen. Wie können die Deutschen Kontakt mit der japanischen Kultur bekommen? Also los geht's! Im Mai gibt es in einigen Teilen von Deutschland eine schöne Tradition. Und zwar, diese Tradition heißt Maibaum. Was ist denn das, ein Maibaum? Und zwar ein Maibaum steht als Symbol für die Fruchtbarkeit. Das heißt, er ist eigentlich ein Symbol für die Bauern und für die Frauen. Dass die Bauern in diesem Jahr eine gute Ernte von ihren Feldern bekommen, also viel Obst und Gemüse ernten können und dass die Frauen hoffentlich viele Kinder bekommen. Was macht man also? Die jungen, starken Männer eines Dorfes müssen vor dem 1. Mai in den Wald gehen und einen Baum fällen. Und diesen Baum müssen sie dann aufstellen. Vorher werden die ganzen Äste entfernt und er wird dekoriert. Es wird aber in jedem Ort ein bisschen anders dekoriert. Hier könnt ihr das zum Beispiel sehen, sind lauter Schilder an diesem Baum angebracht. Und diese Schilder zeigen die traditionellen Berufe, die es in diesem Dorf gibt. Dieser Baum wird dann auf einem Marktplatz oder vor dem Rathaus in dem Dorf aufgestellt und schön dekoriert. Und um diesen Maibaum herum wird ungefähr einen Monat lang ein Fest gemacht, wo man zum Beispiel schön Bier trinken kann oder die Leute zusammen essen können und feiern können. Es ist also ein gutes Fest für die Leute, damit sich Partner kennenlernen können, also damit Frauen Männer und Männer Frauen kennenlernen können. Ja, das ist eigentlich ein bisschen der Hauptgrund dieses Festes, damit man Partner finden kann. In manchen Teilen macht man es sogar so, dass die Männer, die eine bestimmte Frau kennenlernen wollen, in ihren Garten einen kleinen Maibaum stellen und dann hoffen sie, dass am nächsten Tag von dieser Frau ein Brief an diesem Maibaum hängt und sie sich vielleicht verabreden können und zusammen vielleicht einen Kaffee trinken können oder sich besser kennenlernen können. Dazu gibt es in einigen Orten auch immer den Maitanz. Das sind besondere traditionelle Tänze, die man um diesen Baum herum macht. Eine sehr, sehr witzige Tradition ist das Maibaumstehlen. Was kann das denn sein? Beim Maibaumstehlen versuchen die Männer von dem einen Dorf den Baum von einem anderen Dorf zu stehlen. Das heißt, die Männer müssen die ganze Nacht die Bäume bewachen. Also es muss immer mindestens ein Mann vor dem Baum sitzen und den Baum bewachen, dass nicht die Männer von dem anderen Dorf kommen und den Baum stehlen. Wenn sie das geschafft haben, also wenn ein Dorf geschafft hat, den Baum von dem anderen Dorf zu stehlen, dann muss das bestohlene Dorf ein großes Fest veranstalten mit Bier und leckerem Essen und allem, was dazugehört. Das ist natürlich sehr teuer. Deshalb bewachen die ganze Nacht für einen Monat lang immer junge Männer diesen Baum, damit er nicht gestohlen wird. Das finde ich ziemlich lustig. Ich stelle mir manchmal vor, wie das wäre, wenn bei den japanischen Matsudis die kleinen Schreine, die auf den Straßen getragen werden, geklaut werden von anderen Dörfern oder von anderen Stadtteilen. Wie würdet ihr das finden? Das wäre doch mal eine gute Idee, oder? Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie beliebt Japan eigentlich in Deutschland ist und wie gerne die Deutschen etwas über die japanische Kultur lernen wollen und wissen wollen? Zum Glück gibt es einige Möglichkeiten für uns, die japanische Kultur kennenzulernen. Die alte traditionelle und die neue modernere. Das möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Und zwar gibt es in Deutschland in 2 Städten japanische Filmfestivals. Das sind richtige Kinofestivals, wo an 3 bis 5 Tagen japanische Filme vorgestellt werden. Also ganz unterschiedliche Filme, von Action über Comedy, über Drama, aus ganz verschiedenen Bereichen.
Bereichen. Und bei diesen Filmfestivals kommen meistens auch berühmte Schauspieler oder Regisseure aus Japan zu Besuch, um ihre Filme vorzustellen. Und und es gibt ein Sushi-Buffet und man hat eine gute Möglichkeit, dort Japaner kennenzulernen, weil natürlich auch die Japaner, die in Deutschland leben, gerne ihre Filme aus ihrem eigenen Land ansehen möchten. Und deshalb gehen sie natürlich zu diesen Festivals. Also für die Deutschen eine gute Möglichkeit, sie kennenzulernen. Man kann aber japanische Filme nicht nur bei so einem Kinofestival sehen, sondern inzwischen sind japanische Filme auch so beliebt, dass man sie durchaus auch im normalen deutschen Fernsehen sehen kann. Ganz besonders gerne werden die Animes von Ghibli gezeigt. Zum Beispiel habe ich hier die deutsche DVD von Mononoke Hime. Auf Deutsch heißt sie Prinzessin Mononoke. Ganz viele Leute kennen diesen Film in Deutschland, weil er einfach wunderbar ist. Aber auch, wenn man gerne etwas Japanisches lesen möchte, kann man natürlich Bücher über Schriftsteller bekommen, über japanische, aber kaum zu glauben, es gibt sogar japanische Manga auf Deutsch. Ja, hier ist das Atomu, aber bei uns heißt Atomu Astro Boy. Und es werden fast alle Namen geändert für Deutschland. Aber ich bin immer ganz glücklich, wenn ich so viele japanische Manga im deutschen Buchgeschäft sehen kann. Also besonders die jungen Leute interessieren sich sehr für Manga und Anime und für diese Leute gibt es sogar richtige Japan-Conventions, zum Beispiel die Konichi oder die Animagic, ganz viele gibt es in Deutschland. Aber was können die jungen Leute dort machen? Sie können zum Beispiel lernen, wie man Manga zeichnet oder sie können japanische Bands sehen oder sie können No spielen lernen und eine ganz besondere Attraktion ist das Cosplay. Das ist eine japanische Cosplay-Darstellerin und bei diesen Japan-Conventions sind natürlich die Gebäude voll mit diesen Cosplay-Teilnehmern, was natürlich in Deutschland genauso spannend ist wie in Japan und deshalb kommen natürlich auch viele Fotografen und die Besucher können sowohl das traditionelle Japan kennenlernen, aber auch das etwas lustige Japan mit dem ganzen Cosplay. Aber man kann natürlich auch in Deutschland die traditionelle Seite von Japan kennenlernen, zum Beispiel die japanische Teezeremonie oder den japanischen Garten. Und zwar gibt es in Deutschland sehr, sehr viele Parks und Gärten, in denen japanische Gartenbereiche auch untergebracht sind, in denen es dann oft japanische Teehäuser gibt. Hier seht ihr mich in einem japanischen Teehaus in Hamburg. Unglaublich, oder? Man kann dort an jedem Sonntag an einer japanischen Teezeremonie teilnehmen. Das heißt, man kann richtig sehen, wie dieser Matcha-Tee von einer Japanerin im Kimono gemacht wird und man kann dann diesen Tee trinken und man lernt dort, wie man den Tee richtig trinken muss. Und vor diesem japanischen Teehaus, wenn man Glück hat, gibt es einen kleinen See mit Koi-Fischen, wo man sich dann gemütlich mit seinem Tee hinsetzen kann und Japan genießen kann. Das ist ganz schön viel, was man in Deutschland so über Japan mitbekommen kann, oder? Ich finde das richtig super. So, das war der Videocast für Mai. Ich hoffe, meine Themen haben euch wieder gefallen. Ja, ihr habt euch sicherlich gut entspannt in diesem Monat oder könnt euch noch gut entspannen, weil die Golden Week ist und ihr ein bisschen Zeit habt. Aber entspannt euch nicht zu sehr, sonst vergesst ihr zu viel. Vielleicht könnt ihr ja diesen Videocast dafür benutzen, um in entspannter Atmosphäre euer Deutsch weiter zu verbessern und durch das Zuhören einfach mehr Vokabeln zu lernen und dann bei der nächsten Gelegenheit, wenn ihr Deutsche trefft, wieder mit ihnen zu sprechen auf Deutsch. Also ich freue mich auf den nächsten Videocast. Bis dann!